Ich bin Philipp Hennevogel, bin Künstler, habe mich vor über 20 Jahren entschieden, mehr mit Linolschnitt und also Druckgrafik zu arbeiten, als mit Malerei, die ich noch bis Anfang der 2000er Jahre betrieben habe, bis ich dann festgestellt habe, dass mir das Drucken und auch diese Art zu denken einfach mehr Spaß gemacht hat. Dass ich also eigentlich bei der Malerei habe ich irgendwie mich ständig aufgeregt und beim Linolschnitt im Speziellen hier habe ich festgestellt, dass ich irgendwie direkter arbeiten kann. Ich kann natürlich kaum korrigieren. Also wenn ich was weggeschnitten habe, ist das weg. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, ob ich das wegschneide. Und ich kann eigentlich fast nichts korrigieren oder ändern. Was im krassen Gegensatz zur Malerei steht. Denn wenn man da die Technik beherrscht, kann man eigentlich jahrelang an einem Bild arbeiten, ohne jemals fertig zu werden. Und das war auch irgendwann ein Problem von mir, dass ich kaum ein Ende gefunden habe. Und bei der Druckgrafik ist es natürlich so, oder bei dem Druck von Linolplatten hatte ich in Kassel, wo ich studiert habe, in der Druckwerkstatt habe ich da einen Lehrer gefunden, den Erich Schröder, der mir alles bereitwillig gezeigt hat. Und ich hatte auch das Glück, dass diese Druckwerkstatt extrem gut ausgestattet war, sodass ich angefangen von einer kleinen Maschine wie hier mit 40 x 50 maximaler Papiergröße bis A0 große Papiere bedrucken konnte und habe mich so nach und nach sind die Arbeiten größer geworden. Später in Berlin habe ich dann noch größere Arbeiten gemacht. Das musste ich dann von Hand drucken auf ein ganz besonderes Papier, was ein sehr guter Papiermacher in Berlin herstellt. Und habe mittlerweile sozusagen Arbeiten von Postkartengröße bis, siehe in der Ausstellung das Paralleluniversum, das ist meine größte Arbeit mit 3,50 Meter mal 1,80 Meter Papiergröße. Ja, und es macht mir immer noch ganz großen Spaß. Also es gibt sehr viele Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe oder die ich noch nicht kombiniert habe. Also ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass das sozusagen auch noch vom Denken her so gute Unterhaltung für mich ist. Und bei mir war es natürlich auch so, dass dann speziell durch das Format Vergrößerung, das hatte nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich will endlich mal Riesenbilder machen, sondern es hatte damit zu tun, dass es kleiner nicht ging, weil die Messer, die ich benutze, eben nur einen halben Millimeter breiten Strich ziehen können. Aber ich kann zum Beispiel ein Friedhofsbild mit Tausenden von Ästchen und Blättchen und irgendwo verstreuten Friedhofssteinen, ich kann das nicht auf DIN A2 hinkriegen. Da kann ich im Prinzip dann gleich ein Foto machen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, wo wir eigentlich hergekommen sind, nämlich der Schwierigkeit, dass ein gutes Bild herzustellen, es ist eigentlich fast egal, in welcher Technik, ist und bleibt schwer. Der kreative Denkprozess, der verträgt sich am Anfang zumindest oft nicht mit dieser technischen Einrichtung des Druckens. Also das ist sehr schwer, das zu vereinen, weil im Idealfall muss ich meine technischen Möglichkeiten zumindest am Ende der Idee mit einbeziehen, damit ich tatsächlich dann am Ende zu einem Ergebnis komme. Wenn ich das nicht mache, erlebe ich grausame Überraschungen. Und man kennt das auch, also ich kenne das aus der Studentenzeit, dass man was gemacht hat, kommt in eine Werkstatt und als erstes hört man, das geht nicht. Es geht meistens dann schon, aber man lernt dann, aha, das ist sehr umständlich. Die ganze Maschine muss komplett umgebaut werden, damit man es noch drucken kann. Man kommt vielleicht an die Grenze der Maschine. Es wird einem ständig gesagt, ey, das Format ist einfach zu groß, wir kriegen das nicht sauber hin. Am Ende geht es doch,
aber es ist eben, der Aufwand wird einfach zu groß und auch letztendlich ist es unökonomisch. Aber sobald man dann irgendwann allein druckt, merkt man, ja, dass man seine Arbeitsabläufe gemäß seiner technischen Möglichkeiten sortieren muss, und das ist nicht einfach. Ich habe vor 10 Jahren mich für eine Technik interessiert, die im Linol- und Holzschnitt recht häufig angewandt ist. Das heißt im Deutschen Druck von verlorener Platte. Das heißt, das geht technisch grob so, dass man als erstes alles herausschneidet aus der Platte, vorgezeichnet natürlich, alles rausschneiden, was zwingend weiß stehen bleibt, und man druckt dann einen sehr dünnen, hellen Farbfilm. Normalerweise druckt man von hell nach dunkel, das heißt, man fängt mit einem sehr hellen Farbton an. Wenn man da die Auflage gedruckt hat, also man muss alles vorher einmal bedrucken, dann nimmt man die Platte aus der Maschine und schneidet weiter. Das heißt, ich schneide dann alles aus der Platte raus, was diesen ersten gedruckten Ton behalten muss, und drucke etwas dunkler darüber. Letztendlich ist das eine Technik, wo man das Motiv oder das Bild nicht in Tonwerte aufteilt und die Tonwerte mit Schraffuren, mit Strukturen, mit Mustern oder Texturen überzieht, um eben so eine gewisse grafische Räumlichkeit oder auch eine grafische Lesbarkeit zu erzeugen, sondern man teilt das Bild in einzelne Flächen aus, in Hell- und Dunkelwerte, und druckt die nacheinander. Der Nachteil an dieser Technik ist, dass man eigentlich bis zur letzten Platte nicht genau weiß, ob es gelungen ist. Das heißt, man hat von der ersten bis zur 5. Farbe teilweise so eine Art Soße auf dem Papier, weil der Kontrast fehlt. Und leider ist eben dann das Risiko, aber das ist eigentlich auch das, was mich dran reizt, dass man bis zum Schluss im Unklaren ist es gelungen. Man kann zum Schluss auch nicht mehr viel retten. Man kann noch ein bisschen mehr Farbe dazu tun. Man kann vielleicht noch sagen, na doch, ich drucke noch eine Farbe mehr, die man aber vielleicht als Betrachter auch gar nicht bemerkt. Und ich muss sagen, ich habe da auch sehr viel weggeschmissen. Also ich habe sehr viel, ist da nicht gelungen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem technischen Maschine, dass man sich da wieder anhand seiner Möglichkeiten so weit reinfuchst, dass man dann fast so eine Art Privattechnik entwickelt hat. Wenn man das Leuten zeigt, machen die das erst genauso, und dann ändern sich da auch kleinere Parameter, weil sie eben in ihrem Bereich anders, vielleicht auch ein bisschen anders denken. Es ist nicht vergleichbar mit einem Digitaldruck, wo ich jederzeit nochmal eingreifen kann, wo ich nochmal am Gerät selber ganz viele Dinge verstellen kann. Bei dieser Druckgrafik, so wie ich sie betreibe, ist einfach irgendwann die Platte oder das Bild sozusagen soweit fertig, seitenverkehrt natürlich, aber das ist im Prinzip kein Problem. Und im Druck sieht man jeden Fehler. Und jetzt komme ich zum Schluss noch zum Fehler, der nämlich eigentlich eine künstlerische Handschrift ausmacht. Also der Fehler ist eigentlich der König. Das heißt, ich werde gelegentlich gefragt, machen Sie da nicht auch Fehler? Schneiden Sie nicht auch mal da was versehentlich weg? Ja, dauernd. Es ist aber eben interessant, wo man die Fehler macht oder wie klein die sind. Und im Prinzip sind es hunderte von kleinen Fehlern, die da drin sind, die eben nicht der Realität entsprechen, die nicht der, in meinem Fall, Fotovorlage entsprechen, sind aber vielleicht auch Stilmittel, die mir sozusagen das Bild diktiert oder die eben meine Hand inzwischen macht. Mich würde es mal interessieren, das gleiche Motiv 3 oder 4 Linolschnittkünstlern zu geben und zu sagen, ihr sollt das schwarz-weiß machen. Und dann würde man sich angucken, was ist denn dabei herausgekommen. Ich glaube zwar nicht, dass man 4 völligst unterschiedliche Bilder sehen würde, aber man würde 4 Hände sehen, die möglicherweise eben unterschiedliche Fehler machen.